Stromausfall. Das passiert momentan in Deutschland sehr, sehr selten. Doch in Zukunft sollen wir viel öfter im Dunkeln stehen, meinen Experten. Denn vor allem die erneuerbaren Energien wie Wind oder Sonne sollen unsere Versorgung gefährden. Philipp Sümermann hat mal recherchiert, ob uns diesen Winter der Blackout droht. Jedes Jahr stellt Arubis 1 Million Tonnen Kupfer her. Eine Produktion, die viel Strom benötigt. So viel Strom wie 500.000 normale Haushalte. Schon ein kurzer Stromausfall genügt und alles steht still. Energiechef Ulf Gerkens befürchtet, dass es im Winter zu einem solchen Blackout kommen könnte. Das ist für eine Kupferhütte wirklich lebensnotwendig, dass sie Versorgungssicherheit haben. Sie fahren die Öfen 8.760 Stunden im Jahr, also das ganze Jahr durch, 52 Wochen an 366 Tagen, Tag und Nacht. Sie haben immer die Schichten besetzt, weil das Problem ist, wenn Sie den Hauptofen einmal runterfahren müssen, dadurch tauchen immense Kosten auf. Die Stromversorgung in Deutschland hat sich durch die Energiewende rasant gewandelt. Immer mehr Strom kommt aus Wind- und Sonnenenergie. Ein Wechsel, der das Netz vor neue Probleme stellt. Traditionelle Großkraftwerke sind unabhängiger von Wind und Wetter. Außerdem ist die Qualität des Stroms bei ihnen immer gleich. Jürgen Sörensen ist verantwortlich für die Hamburger Netze. Er wacht darüber, dass der Strom immer mit gleicher Spannung und Frequenz aus der Steckdose fließt. Und es ist eben manchmal schwierig, diese physikalischen Randbedingungen des Netzes auf dem Niveau zu halten, den wir brauchen, um die Stromversorgung machen zu können. Und das Besondere dabei ist, dass die regenerativen Energien sich oftmals in diesem physikalischen Bereich zu wenig beteiligen. Droht uns also bald ein Blackout? Die Bundesnetzagentur zählt Hamburg zu den gefährdeten Regionen. Wenn der Strom ausfällt, kommt es zum Chaos. Die Kommunikation bricht zusammen, Züge bleiben stehen, der Verkehr kommt zum Erliegen. Alles nur Panikmache? Energieexperte Niklas Schienal findet die Sorge vor den erneuerbaren Energien unbegründet. Das ist hier ein Schreckensszenario, was von vielen Teilen gern an die Wand gemalt wird, aber realen Hintergrund hat es jetzt keinen. Und das ist alles ganz weit davon entfernt, dass hier alle Lichter in Hamburg ausgehen. Von einem Blackout zu sprechen ist in Wahrheit, führt auf die falsche Fährte in Wahrheit. Doch darauf will man sich bei Arubis nicht verlassen. Ein Stopp der Produktion kann sich das Unternehmen nicht erlauben. Ein Blackout wäre eine Katastrophe. Um das zu vermeiden, haben wir, nachdem die Energiewende beschlossen wurde, uns hier Notstromaggregate ans Werk gestellt, die zumindest dafür sorgen, dass die Öfen heiß bleiben. Die können zwar nicht produzieren, aber die sorgen dafür, dass das Kupfer nicht einfriert und die Säure. 2 Millionen Euro kosten die Notstromaggregate jedes Jahr. Ein Blackout wäre um ein Vielfaches teurer.